Das Gewächshaus ist für viele Gärtner das Juwel im Garten. Mit ihm lässt sich die Gartensaison verlängern, man kann früher aussehen und es schützt empfindliche Sorten vor Regen und Wind. Doch sind Gewächshäuser auch eine kostspielige und aufwendige Angelegenheit. Wenn man wie wir ein eher kleines Budget für den Garten hat, dann kommen die hochwertigen Gewächshäuser meist nicht in Frage. Fertige Gewächshäuser um die 100 € haben den Ruf, beim nächsten Sturm einfach wegzufliegen oder sind schlichtweg viel zu klein. Die perfekte Lösung für unser Dilemma zeigte uns dann aber Heiko von 1001 Gartentipp in seinem Video Gewächshaus unter 100 € selber bauen. Das Material und Werkzeug ist denkbar einfach zu beschaffen und der im Video gezeigte Bauplan erleichtert den Nachbau. Man braucht nur eine Gewächshausfolie, eine Säge, einen Akkuschrauber, viele Schrauben, Dachlatten und einen Tacker. Ob wir das Gewächshaus wirklich so einfach nachbauen konnten, ob wir wirklich unter den 100 € geblieben sind und was wir mit dem Gewächshaus vorhaben, seht ihr jetzt. So, heute geht's los mit dem Gewächshaus. Wir haben uns hier von 1001 Gartentipp die Anleitung runtergeladen und die ist zur freien Verfügung. Und genau nach diesem Modell werden wir heute das Gewächshaus bauen. Ich habe natürlich ein bisschen was anders. Ich habe nämlich nur noch die dicken Dachlatten da mit 4 x 6 cm. Und das heißt, ich werde mir die Maße hier ein bisschen anpassen, dass das halt von der Gesamtkonstruktion mit der Folie dann auch passt zum Schluss. Also erstmal alles zuschneiden. So, die ersten 2 Seitenteile sind erstmal zusammengesetzt. Jetzt fehlen aber noch hier überall die 45 Grad Versteifung. Leider ist meine Kappsäge nicht mehr verstellbar. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie mir was einfallen lassen, wie ich die Gärungsschnitte mache. Aber zur Not muss ich es mit der Hand machen. Na, was ist los? Blöden Gärungsschnitte. Brauchen wir eine neue Kappsäge? Ja, ich müsste die mal komplett zerlegen und wieder sauber machen und dann geht sie wahrscheinlich auch wieder. Wie ihr seht, es ist bewölkt und es tröpfelt auch immer mal wieder, was zum Filmen natürlich besonders toll ist, aber zum Bauen auch nicht sonderlich gut. Aber es hört immer zwischendurch auf und wie gesagt, es tröpfelt nur so ein bisschen. Also machen wir jetzt einfach mal so lange weiter, bis uns der Regen ins Haus reintreibt. Aber drückt mal die Daumen, dass wir das Gewächshaus heute noch fertig bauen können. Tja, leider ist die ganze Zeit hier nur am Regnen. Laut Wetterbericht wird es auch heute und morgen den ganzen Tag durchregnen. Ich habe mich jetzt hier mal in meine Werkstatt verkrümelt. Ein bisschen Platz habe ich hier vorne. Das heißt, ich kann wenigstens im Trockenen sägen. Jetzt habe ich hier schon erstmal alle Versteifungen zugesägt. Ja, leider kann man das nicht mehr drehen. Aber ich habe mir jetzt einmal mit einer Gärungssäge sauberen 45 Grad von Hand gesägt. Und den nehme ich jetzt als Anschlag einfach. Den spanne ich jetzt fest und dann kann ich von hier aus immer schön die Ecken zurechtsägen und dann habe ich auch meine 45 Grad Winkel. Du bist tapfer. Hat sich untergestellt. Aber es gibt jetzt Mittag. Mittag ist fertig. Mit Mittagessen kriegt man auch die härtesten Männer wieder ins Haus gelockt. Heute geht es an die anderen 2 Seitenteilen, wo dann nämlich auch die Tür reinkommt. Also sägen wir erstmal alles zurecht. Welche Türöffnung wollen wir nicht haben? Tja, gute Frage, ne? Also ich fände 60 ein bisschen wenig. in der Anleitung war es 60, also knapp ich würd- unter 60. Ich würde es dritteln, dass es optisch gedrittelt ist, oder?
Ist es zu breit? Optisch dritteln. Naja, halt. Wie breit? 2,50 Meter. Dann machst du 80. Die Tür 80. Okay, das ist dann aber ganz schön groß. Na, wenn ich jetzt durchlaufe und ich habe einen Eimer in der Hand, dann möchte ich mich da nicht so seitlich durchzwängen müssen, Ja. ehrlich gesagt. Okay, das sind 80. Ja, 80 ist ein gutes Maß. Ja, dann sieht es auch optisch ausgewogen aus. Genau, okay. Und ich glaube 80, hier ist ja dann 85 quasi an den Seiten. Mhm. Wenn man es jetzt wirklich gedrittelt hätte. Genau. Da passen ja, breiter würden wir glaube ich auch die Hochbeete nicht machen, die daneben kommen. Ja, Ne? richtig. Ja, okay. So, dadurch, dass wir ja die Tür jetzt ein bisschen breiter gemacht haben, kann ich natürlich jetzt nicht die exakten Maße nehmen, die in der Anleitung drin stehen, weil die Winkel natürlich jetzt alle nicht mehr passen. Dazu habe ich mir jetzt erstmal 2 Dachlatten zugeschnitten. Die sind 1,50 Meter an der längsten Stelle dann und so auspositioniert, dass hier jetzt oben der Fürst auch sauber angeschraubt werden kann. Das heißt, ich nehme mir jetzt von den Punkten hier jetzt überall die Winkel und schneide dann dementsprechend alles so weit auf Gärung oder so weit in Maß, dass es dann zum Schluss auch ordentlich passt. Tja, da habe ich auf der falschen Seite angezeichnet. Jetzt ist die richtige Seite, jetzt kann ich da sägen. Grundgestell steht jetzt erstmal. Jetzt geht es daran, die Dachlatten zu schneiden. 2 habe ich ja schon angepasst, dass es auch ordentlich funktioniert mit einer Fürstlatte, die dann oben noch reinkommt. Und jetzt nehme ich mir eine davon als Vorlage und schneide alle anderen zu. Acting like a wild man, sleeping like a child. Die ganzen Dinger müssen auch alle noch rein. Ich habe keine Lust mehr auf Schrauben. Uwe hat jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, wie wir die zuschneiden können. Ja. Denn so eine große Plane kann man ja nicht mal eben auffalten, weil man keinen riesengroßen freien Platz hat. Und was hattest du gesagt? Das sind die 6 Meter und das sind die 5 Meter. Und du musst wirklich dir ganz sicher sein, ne? Ja, genau. Also hier sind jetzt 6 Meter lang. Und da machst du jetzt So, da 2 schneide ich Meter, jetzt 2,10 Meter. 10 von ab. So, ich kann da trotzdem noch mal messen, nicht, dass ich mich doch vermessen habe. 2 Meter. Ich meine, ein bisschen zu lang wäre nicht so schlimm, aber ein bisschen zu kurz wäre 4 Meter. blöd. So, und das kommt dann einmal hier, 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 hier drüber. Und dann kommt die ganze Stückelei hier mit den einzelnen Teilen. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free.
Hier wieder mal den Tacker erwischt, der ständig klemmt. Da muss ich hier mal die Ärmchen wieder reindrücken. Mensch. Manchmal ist es ätzend mit Tackern. No mistake ever kept me late. You spent summers catching fireflies and winters on. Quer. Scheiß Ding, ey. So geht es schon die ganze Zeit. Entweder sitzt einer quer oder es kommt gar keiner raus. Ach ja, wir arbeiten, bis die Finger blutig sind. Ist ja klar. Nee, Spaß. Uwe hat nur einen roten Marker benutzt. Und jetzt haben wir alle rote Finger. Alle beide. Oder nur ich. Nö, aber ich musste vorhin ganz kurz mein Kreuzbit benutzen und bin natürlich abgerutscht, genau in den Daumen. Oh, dich hat's wirklich erwischt. Ja, wie immer. Ja, so, also blöde Kreuzbits. benutzt lieber schwarzen Marker. Dann fällt es auch nicht so auf, wenn an den Schnittkanten überall rot ist. So, jetzt kommt noch der große Test. Kriegen wir es bewegt? Hey! Ich krieg's alleine bewegt. Okay. Was? Oh Mann, die alten Leute. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. So? Von hinten bist du doch gerade. Ja, müssen weiter zu dir. Ah. Ja, jetzt. So, jetzt fehlen noch die Türen und die Fenster und dann hoffen wir, dass es nicht stürmt. Nicht, dass wir morgen kein Gewächshaus mehr haben. Heute geht's weiter und zwar fehlen ja hier noch die Tür und oben sind ja noch die zwei kleinen Fenster. Da bin ich noch nicht sicher, ob ich da jetzt welche zum Rausnehmen mache oder ob wir das jetzt einfach erstmal nur zutackern. Auf jeden Fall, das steht auf jeden Fall ziemlich gut. Wir haben es auch noch nicht befestigt, aber es hat schon 2 stürmige Nächte ziemlich gut überstanden. Jo, also sind wir ganz zufrieden. Jetzt sind fast alle Bretter zugeschnitten. Das hier werden die Ecken, das werden die Stirnseiten und das hier die langen Seiten. Das 4 Meter Brett hat aber leider bloß 5 von diesen Teilen hierher gegeben. Also muss ich jetzt noch eins von denen da zuschneiden. Das ist jetzt fertig. Ich habe aber beim Anschrauben der hinteren Bretter tatsächlich festgestellt, dass dadurch, dass hier so ein leichter Abhang ist, dass ich das jetzt schräg zusammengeschraubt habe. Aber ich habe natürlich in weiser Voraussicht etwas Luft gelassen. Hier und da. Sodass theoretisch das Ding trotzdem noch reinpassen sollte. Jetzt gucken wir mal, ob es passt. Boah, das passt
Knutsch rein. Das ist ganz schön schwer, ne? Ja. Aber es hat reingepasst. Ja, mal gucken. So 3 Jahre sollte es hoffentlich reichen. Ja. Wir machen hier jetzt auch keine Folie rein und auch kein Mäusegitter. Wir probieren das jetzt erstmal so. Wie ihr seht, sind die Bretter sowieso nicht in einem Zustand, dass man jetzt sagen würde, das muss man jetzt unbedingt so krass schützen. Das ist so nass, das Holz. Wenn ich da jetzt Folie von innen dran machen würde, dann würde das einfach noch schneller verrotten. Tja, und dann hoffe ich einfach mal, dass hier keine Mäuse reinkommen, beziehungsweise dass unsere Katzen, die sind ja hier echt fit, dass die sich darum kümmern. Und eigentlich wollten wir ja auf der Seite hier auch noch eins machen und hier vorne noch. Aber ich habe jetzt gesagt, für die Frühanzuchten stellen wir uns jetzt ja erstmal einen Tisch rein. Wie teuer war jetzt am Ende das Gewächshaus? Wir haben hier mal alles aufgelistet, was wir an Material verbraucht haben und wie teuer das war. Hier ist natürlich einfach der gestiegene Holzpreis in den letzten 2 Jahren deutlich zu spüren. Wenn wir nur die Hälfte bezahlt hätten, wie es eben vor 2, 3 Jahren noch der Fall gewesen wäre, wären wir auf jeden Fall unter den 100 € gewesen. Wir können auf jeden Fall diesen Bauplan jedem ans Herz legen, der auch eher im Anfängerbereich ist, was das Bauen anbelangt. Denn man braucht auch nicht viel Werkzeug. Man kann theoretisch auch alles mit der Handsäge machen. Das dauert dann einfach nur länger und ist anstrengender. Und man braucht nur noch einen Akkuschrauber dazu. Die reine Aufbauzeit war so circa 2 Tage, also an so einem Wochenende kann man das schon machen. Wenn man zu zweit ist, vielleicht sogar auch an einem Tag. Von uns gibt es also ein ganz großes Daumen hoch an das Video und den kostenlosen Bauplan von 1001 Gartentipp. Ich habe das Video auch nochmal unten verlinkt, falls ihr auch Interesse habt, noch ein Gewächshaus zu bauen. Wie gefällt dir dein neues Gewächshaus? Ja, sieht schick aus. Schön geworden. So. Ja, bist du zufrieden? Ja. Ja, seit so vielen Jahren möchte Uwe unbedingt ein Gewächshaus bauen und jetzt durfte er sein erstes. Ja, endlich. Das ist jetzt so ein bisschen Übung für das Große, was dann Große, hinten genau. soll. An dieses Gewächshaus soll eine Pflanze rein, die Uwe sich gewünscht hat. Ja, ich will nämlich mehr Tomaten haben dieses Jahr. Ja, wir wollen mehr Tomatensauce einkochen und so. Und Paprika. Paprika hat letztes Jahr nämlich auch miserabel funktioniert. Die ist bloß so klein geworden und wir hatten, glaube ich, 2, ja, so. 3, ja. Obwohl es eine fertig gekaufte Pflanze war. Ja, das war irgendwie ein Reinfall. Also gucken wir mal. Und vielleicht kriegen wir ja auch mal eine Melone hin. Ja. Ich hätte ja mal Bock auf eine Klar. Melone. Was wir dann da alles reinmachen und so weiter, das seht ihr dann natürlich auch in den nächsten Hofvlogs. Die ganzen Anzuchtsachen. Wir sind ja immer noch im Februar, das heißt, so viel ist ja jetzt noch nicht, was wir jetzt machen wollen. Wir sind mehr so die Direktsaatmenschen im Freiland. Aber jetzt mit dem Gewächshaus eröffnen sich natürlich da schon ein paar andere Möglichkeiten noch. Gucken wir mal, ob das wirklich besser geht. Bisschen Sachen in die Erde schmeißen. Und ich habe gehört, Tomaten ist ganz einfach. Genau. Wenn euch das Bauvideo gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und es kommen nämlich bald noch neue Bauprojekte. Und den Daumen hoch, genau, nicht vergessen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und tschüss. Tschüss.